grüße euch und herzlich willkommen aus dem sonnigen Sauerland, eher gesagt vom schönen Möhnesee. Mein Name ist Florian und ich darf mir heute eine ganz besondere Maschine anschauen. Und um welche es sich dabei handelt, das zeige ich euch jetzt. Ich stehe jetzt hier vor dem neuen 728e der Firma Sennebogen, einem Umschlagbagger für den Bereich der Baumpflegearbeiten. Und was gibt es Besseres, als sich die Maschine erklären zu lassen von jemandem, der tagtäglich damit arbeitet? Ich grüße dich. Hallo. Erzähl mal, wer bist du? Ich bin der Michael Porsch und arbeite bei der Firma Hausschulte aus Arnsberg. Und bin seit Oktober stolzer Fahrer dieser Maschine. Und wie muss ich mir so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Was sind so deine Haupttätigkeiten? Ja, ich bin so im Bereich der Gehölzpflege tätig und Gefahrbaumfällung in Städten. Also Straßenränder schneiden, überall halt, wo die große Reichweite gefragt ist. Das klingt interessant und ich würde vorschlagen, da gehen wir später darauf ein. Aber ich glaube, wir starten erstmal mit deinem neuen Arbeitsplatz, den wir uns mal ein bisschen genauer anschauen werden. Ja, das können wir gerne machen. Ich sehe schon, du hast es dir gemütlich gemacht. Mittlerweile hast du auch einige 100 Stunden schon in der Kabine verbracht. Was würdest du sagen, was ist dein Fazit bis jetzt? Ja, also ich würde sagen, mit der MaxCap haben sie schon eine sehr gute Kabine gebaut. Sie ist groß, sie ist geräumig. Sie hat eine super Rundumsicht. Du hast eine Kamera nach hinten, eine Kamera zur Seite, hast einen luftgefederten Sitz, hast ein Radio. Also hier kannst du dich schon stundenlang drin wohlfühlen. Das klingt ganz gut. 2 Joysticks in der Hand, ein Lenkrad. Erklär mir mal, wie funktioniert die Maschine? Ja, das Lenkrad, das ist zum ganz normalen Fahren da. Diese unteren Joysticks, die sind für diese ganz normalen Baggerbewegungen da. Und hier oben drauf die Joysticks, die sind für das Aggregat. Und dann habe ich noch, wenn ich hier oben umstelle, eine Joystick-Lenkung. Das heißt, ich kann mich beim Arbeiten, brauche ich den Joystick gar nicht mehr loslassen. Das kann ich dann alles von hier machen. Und in deinem Fall hast du jetzt eine Säge vorne dran. Wie bedient man die? Ja, das ist ganz einfach hier. Dann drücke ich hier diesen Knopf, ne? Einfach an und aus. An und aus. Also so wie ich drücke, so geht's. Sehr gut. Im Wald zu arbeiten ist ja nicht ganz so einfach. Und vor allen Dingen ist es auch gefährlich. Vorne hast du jetzt ein großes Gitter dran, was dich schützt. Reicht dir das aus? Das ist ja nicht nur das Gitter, ne? Das ist also Panzerglas vorne, Panzerglas oben und oben auch nochmal ein Gitter. Was soll mir da passieren? Also gut gesichert. Selbstverständlich. Sehr gut. Überall Glas. Reicht das aus, wenn du an so eine Baumkrone musst? Siehst du da genug oder hast du noch einen Trick für mich? Ja, da kann ich, also wenn ich von unten nicht mehr genug sehe, dann kann ich meine Kabine bis zu 30 Grad neigen. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann kann ich die Kabine auf 5,80 Meter Augenhöhe hochfahren. Und ich würde vorschlagen, das zeigst du mir jetzt mal. Das können wir gerne machen. Schau mal, ist dir das hoch genug? Das sieht ganz gut aus. Siehst du die Lerche da? Die linke? Ja, die sehe ich. Kommst du da ran? Aber sicher. Hab dort 21 Meter langen Ausleger. Na dann mal los. Ja, aber geh bitte in Sicherheit. Alles klar. Jo. War das okay für dich? Ja, das sah ganz gut aus. Kommst du noch mal runter? Ja, warte, da muss ich aber eben in eine Pantoffel springen. Der Baum von eben war ja eher mittelgroß. Was passiert denn, wenn du so eine richtig große, schwere Fichte hast? Wie ist denn das mit der Standsicherheit? Ja, da brauche ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Ne? Ich habe ja meine 4 Stützen, wie du siehst. Dann habe ich meine 4 Reifen und natürlich ein sehr hohes Eigengewicht von über 34 Tonnen. Und durch die Reifen bin ich auf meinen Baustellen auch sehr flexibel. Hast du dafür ein Praxisbeispiel für mich? Ja klar, guck mal, ich kann da vorne jetzt einen Baum abschneiden, dann kann ich da hinten einen abschneiden und kann auch ganz schnell auf die andere Seite wechseln und kann da weiterarbeiten ohne Probleme. Ne? Das heißt, du kannst die Maschine relativ fix umsetzen? Ja, genau. Okay. Jetzt stehen wir hier hinten noch. Kannst du mir etwas zu den Leistungsdaten erzählen? Ja, ich habe 140 kW und 2 Hydraulikpumpen. Wieso 2 Hydraulikpumpen? Ja, damit ich meine Liter recht zügig nach vorne bekomme. Zu den Aggregaten? Ja, genau. Okay. Leistung ist an sich genug da, glaube ich. Die ist da. Ich würde es mir gerne mal anschauen. Ja, das ist Leistung, die begeistert. Okay.
So Michael, vielen Dank für die Einblicke, die du mir heute gegeben hast zu dem neuen Sendebogen 728E. Das war sehr spannend, das Ganze mal in Action zu sehen. Und abschließend kann ich eigentlich nur fragen, wie ist dein Fazit bis jetzt? Ja, mein Fazit ist ganz einfach von der Maschine. Ne? Ich bin von der Reichweite und von der Schnelligkeit sowas von begeistert. Ich steige jeden Morgen mit einem Lächeln ein und jeden Abend mit einem Lächeln aus. Das klingt ganz gut und mehr kann ich da glaube ich auch nicht mehr zu sagen, außer vielen Dank für den Tag, das hat Spaß gemacht. Und ansonsten auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.